Guten Morgen. Guten Morgen. So, es ist 7 Uhr durch. Das Zelt haben wir schon abgebaut, habt ihr ja gesehen. Jetzt rollen wir vom Campingplatz, schmeißen noch eben den Schlüssel in den Briefkasten, den Schlüssel vom Stromkasten und dann geht's los. Genau. Gut. Morgen 7 Uhr auf dem Sonntag, Straße ist frei, wir in unserem Element. Dann möchte ich noch kurz was zur heutigen Strecke sagen. Wir fahren am Campingplatz Erden los, das ist circa 10 Kilometer vor Traben-Trabach, die Mosel entlang bis nach Koblenz. Es dürften dann gut 130 Kilometer werden. Ja, und dann fahren wir von Koblenz mit dem Zug noch heute zurück auf den Sonntag und kommen dann sonntagsabends irgendwann zu Hause an. Und es wird heute wahrscheinlich wieder ein wunderbarer Tag mit blitzeblauem Himmel. Ja, stimmt. Gleich haben wir einen Sonnenaufgang, den wir wohl erleben, ne? Da hinten. Wir sind gerade an der Kläranlage vorbeigefahren. Das war wirklich nicht schön. Ich muss wegen meinem Schlafsack das nochmal überprüfen. Heute Nacht war es mir ein bisschen an den Beinen zu kalt. Oder Beinbekleidung überprüfen. Was hast du denn an den Beinen an? Socken und meine langen Unterhosen. So, und dass ja natürlich auch mal wieder Mario heute Morgen auf dem Fahrrad sieht. So, und mir ist gerade erst aufgefallen, er hat eine super Technik, die Füße zu schützen. Er hat die Socken einfach über die Hose gezogen. Wir haben gerade das Ortsschild von Traben-Trabach passiert.
Wir fahren ja schon die ganze Stunde mehr oder weniger am Schatten und haben gerade festgestellt, dass meine Hände in den Handschuhen kälter sind als Annes. Verkehrte Welt. Not normal. Und die Anne ruft jetzt mal ihren Patenkind an, das hat Geburtstag. Ist es richtig, Patenkind? Nee, ich wollte gerade sagen, es ist nicht richtig. Was ist denn? Es ist einfach mein Neffe. Okay. Die ersten Sonnenstrahlen des Tages. Wir sind jetzt vor Zell an der Mosel und begeben uns jetzt mal auf die Suche nach einem Frühstück. Meine Route führt da über die Brücke, aber ich glaube, Zell liegt hauptsächlich rechts. Jetzt schauen wir mal, wie die Gegebenheiten hier vor Ort sind und suchen dann eine Bäckerei. Bäckerei Stehkaffee. Lonas. Das war deine, ne? Ja, genau. So, da müssen wir, glaube ich, hoch. Und in die Richtung geht es jetzt weiter.
So, wir waren jetzt gerade auf einem Teilstück, das war nicht so toll. Aber hier wird es, glaube ich, hoffentlich besser. Und Mario zieht seine Handschuhe aus. Ich dachte, es wird warm. Ja, es wird warm. Coole Brücke hier, ne? Also uns einmal kurz ein paar Meter reinfahren. Gut, und umgedreht und wieder zurück.
wir kennen ja schon ein paar Flusswege, ne? Aber so viele Wohnwägen oder Wohnmobile habe ich noch nie gesehen. Das ist ja eine Flut. Doppelfahrrad. Das ist ein Zug, der Anne gefällt und den gibt es sogar mit Doppelfahrrad. Ein Tandem oder was meinst du? Nein, da waren 3 Anhänger mit Doppeldecker und wo unten, denke ich, gut Fahrräder reinpassen. Okay. Extra für Sonntage, wie jetzt diesen, wo wir alle auf Tour sind. Jo. Wir sind jetzt 2 Kilometer vor Treiskaden, fahren an einer größeren Straße entlang. Das ist hier übrigens linksmoselisch, so wie die Hauptroute des Moselradwegs ja auch ist. Wir wechseln gleich die Seite und fahren über diese Brücke dann über die Mosel. Von da kommen wir und da geht's weiter. Campingfässer, Wohnmobile. So, da vorne ist eine Tankstelle. Wir holen uns mal was zu trinken. Und Anne wird auch mal ihren Akku tauschen. Das machen wir jetzt hier. Wir sind 92 Kilometer jetzt gefahren. Ja. Und Reichweite in Eco? 18 Kilometer. Gut, okay. Aber ich wechsle jetzt trotzdem den Akku. Genau, man sollte ja auch nicht leer fahren. Gut, und ich hole jetzt was zu trinken. Was möchtest du? Irgendwie Cola Light, sowas. Okay. Akku ist getauscht und weiter geht's. Die letzten 34 Kilometer. So, wo müssen wir denn jetzt mal vernünftigerweise hin? Oh. Ach so, ja guck, da steht's. Bitte Moselseite wechseln.
Ja, nachdem die letzten Kilometer ziemlich viel an der großen Straße entlang gingen, scheint jetzt so, als wird es vielleicht noch ein bisschen schöner, sagt Anne. Ja. Wir sind hier in den Weinbergen. Ja. Und neben uns sitzt hier die Deutsche Bahn. Ja, wenn das nicht schön ist. Ich muss es einfach sagen, aber es ist wunderbar warm. Die Sonne scheint. Einfach richtig toll. Hier ist irgendwie Kirmes auf dem Wasser. Einige Jetskis, da hinten auch. Ja, also seit so ein paar Kilometern gefällt uns der Belag gar nicht. Fährt sich nicht gut. Geht doch. Genau. 200 Meter später, alles wieder gut. Man muss einfach meckern. Wir fahren wieder an die Mosel. Hallo Koblenz! Ja, wir sind jetzt in Koblenz und auf den letzten Metern beim Deutschen Eck fließt die Mosel ja bekanntlich in den Rhein. Das wissen wir mittlerweile. Ja. Und ja, da machen wir kurz ein paar Aufnahmen, zeigen euch das und dann direkt weiter zum Bahnhof. Ja, und da hinten die Spitze, jetzt in der Bildmitte, da ist das Deutsche Eck. So, Mosel geschafft. Ja, so. Hier ist das Deutsche Eck, da kommt die Mosel und fließt dann hier in den Rhein.
das war es jetzt auch schon für uns mit dem Deutschen Eck, weil hier ist es viel zu trubelig für uns. Jetzt wissen wir wieder, was wir die letzten Tage nicht vermisst haben. Also auf zum Bahnhof. Wir schlängeln uns durch die Gassen von Koblenz zum Bahnhof. So, angekommen. So, ich bin jetzt zu Hause angekommen. Moselradweg kann man sehr empfehlen. Sehr schön, sehr grün, ruhige Radwege. Keine wirklichen Steigungen natürlich. Alles top. Ja, und dann sage ich vielen Dank fürs Zuschauen. Bis bald.